Der Simca 1301 Spezial trägt einen Titel, den er eigentlich gar nicht führen sollte. In der Automobilindustrie ist es Sitte, und dieses sehr zu Recht, dass man bestimmte Typen mit einer Zusatzbezeichnung ausstattet, wie TI, SL, SE und so weiter. Und das will meinen und ausdrücken, dass man hier eine bessere, eine stärkere oder eine luxuriösere Version vor sich hat. Aber bei Simca ist das alles etwas anderes. Es gibt in Deutschland nur den 1301 Spezial und keineswegs eine Normalausführung. So viel zum Namen. Auf der anderen Seite hat man in der letzten Zeit die Leistung erheblich verstärkt, und zwar von 54 auf 70 PS. 70 PS, das sind für 1290 Kubikzentimeter eine ganze Menge Holz, und manch einer mag befürchten, dass hier Leistung und Kubikinhalt in einem nicht gerade günstigen Verhältnis stehen, vor allen Dingen nicht unter dem Gesichtspunkt der Lebensdauer. Diese Skeptiker können wir beruhigen, denn der Firma Simca geht schon seit vielen Jahren der Ruf voraus, zuverlässige Automobile, vor allen Dingen zuverlässige Motoren zu bauen. Mit 1000 Kilogramm zählt der Wagen nicht gerade zu den Leichtgewichten. Glücklicherweise merkt man sofort, dass die Übersetzungsverhältnisse gut abgestimmt sind, und so kommt bei der Beschleunigungsprüfung von 0 auf 100 am Ende ein Resultat heraus, das ganz annehmbar ist. 17,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 151 Kilometer. Unsere Messung der Geräuschentwicklung im Inneren des Wagens bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern ergibt mit 76 Phon einen durchschnittlichen Wert, der allerdings nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass der Motor in bestimmten Drehzahlbereichen eine recht raue Tonart spricht. Die Maschine selbst zeigt die Merkmale des Typs 1501, eine brave Konstruktion mit 4 Zylindern in Reihe, die bei 5400 Umdrehungen pro Minute 70 PS liefert und ihr bestes Drehmoment von 10 Meter-Kilogramm bei 4600 Umdrehungen pro Minute erreicht. Erfreulich, der 1301 wartet schon in der Serie mit 4 Türen auf. Ihr Ausstellwinkel ermöglicht einen guten Einstieg, hinten wie vorn. Die Sitze selbst sind bequem. Leider hatte Simca in der Wahl der Bezugsstoffe keine sehr glückliche Hand. Ein Punkt, der den sonst guten Gesamteindruck der Innenausstattung spürbar schmälert. An den Instrumenten hingegen gibt es wenig auszusetzen. Unter den beiden Zierblenden ist Platz für den zusätzlichen Einbau einer Uhr und eines Tourenzählers. Insgesamt eine durchaus annehmbare Ausstattung für den Preis von 7.200 Mark. Andererseits gibt es noch 2 negative Eindrücke mit Gewicht. Die Handbremse bietet sich bei Unfällen als ideales Instrument zur Zertrümmerung der Kniescheiben an, und die Pedale stehen so eng nebeneinander, dass Leute, die auf großem Fuß leben, Schwierigkeiten haben können. In den Kofferraum lässt sich der Garderobeninhalt einer mittleren Familie hineinpacken. Die gesetzlich erlaubte Zuladung in Höhe von 400 Kilogramm lässt auch bei vollbesetztem Wagen die volle Nutzung des Kofferraums zu. Verbrauchsmessung auf der Autobahn. Bei einem Durchschnitt von 110 Kilometern pro Stunde 11,4 Liter. In der Stadt ist man naturgemäß abhängig von der allgemeinen Verkehrssituation. Man muss zwischen 11,5 und 14 Litern rechnen. Und auf der Landstraße laufen bei zügiger Fahrweise 11,8 Liter durch den Vergaser. Das ergibt einen Testverbrauch von 12 Litern. Es muss super getankt werden. Bei einem Tankinhalt von 56 Litern kommt man 470 Kilometer weit ohne Stopp. Es scheint angebracht, einmal ein paar Worte zu verlieren über die Ermittlung des Bremsweges. Wir haben da immer ganz bestimmte Voraussetzungen, die lauten: trockene Fahrbahn, absolut trockene Fahrbahn,
Natürlich erstklassiger Zustand der Bremsen und erstklassiger Zustand der Reifen. Wenn wir dann daran gehen, den Bremsweg zu ermitteln, dann ist das nichts anderes als eine ganz brutale Behandlung der Bremsanlage. Wir wollen nämlich Maximalwerte erzielen. Wir machen das übrigens immer 4-mal und nehmen dann den Mittelwert. Dann dürfen wir nicht vergessen, es wird bei uns immer gemessen mit einer Person, nämlich dem Fahrer. Und die Bremswerte verlängern sich natürlich, wenn der Wagen voll beladen ist. Sie verlängern sich natürlich bei schlechten Reifen und wenn die Fahrbahn nass oder rutschig ist. Ich glaube, das sollten wir einmal sagen. Und ich möchte vor allen Dingen nicht empfehlen, dass Sie zu Hause mit Ihrem schönen Automobil diese Testbremsungen nachmachen. Denn das tut natürlich weder den Bremsen gut noch den Reifen. Der Bremsvorgang selbst wird bei dem Simca 1301 durch einen Bremskraftverstärker erleichtert und mit einem lastabhängigen Bremskraftverteiler verbessert. Die übliche Kombination mit Scheibenbremsen vorn und Trommelbremsen hinten funktioniert gut. Der Wagen bleibt bei einer Vollbremsung nicht nur einwandfrei in der Spur, mehrere solche Kraftakte haben keine nennenswerte Verringerung der Bremsleistung zur Folge. Aus einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern kommt der Wagen nach 51 Metern und 20 Zentimetern zum Start. Obwohl Simca in das Fahrgestell eine ganze Reihe moderner Gesichtspunkte investiert hat, ist es nicht gelungen, dem Wagen auf schlechten Wegstrecken ausreichenden Komfort mitzugeben. Kurze Fahrbahnstöße werden ebenso wie Bodenwellen nur ungenügend verdaut. Der Wagen hält nur widerwillig die Spur, sodass bei entsprechenden Verhältnissen nur eines übrig bleibt: runter mit dem Tempo zur Schonung der eigenen Bandscheiben. Ganz andere Resultate liefert die Untersuchung des Fahrverhaltens. Hier besticht der Simca 1301 mit einer vorbildlichen Spurhaltung. Das Fahren wird problemlos. Eine gute Lenkung tut ihr Übriges, den positiven Eindruck abzurunden. Der 1301 veranstaltet keine plötzlichen Exkursionen, macht keine Dummheiten. Mit einem Wort, er lässt sich leicht und unter normalen Bedingungen angenehm fahren. Das gilt auch für rasch aufeinanderfolgende Kursänderungen bei höheren Geschwindigkeiten. Im Augenblick 125 Kilometer pro Stunde. Das Wedeln liefert nach wie vor einen gültigen Maßstab für das Fahrverhalten eines Autos. Ein Auto ist, wie man weiß, keine Amphibie. Trotzdem sollte es auch unter widrigen Witterungsumständen seinen Dienst nicht versagen. Jeder, der schon einmal auf überschwemmten Straßen und bei schwerem Regen mit stotterndem Motor liegen geblieben ist, weiß, wie unangenehm das sein kann. So sieht es im Motorraum aus. Das kann ganz ernste Folgen haben, meine Damen und Herren, denn außer einer nassen Zündanlage besteht immerhin die Möglichkeit, dass Wasser angesaugt wird, komprimiert wird und das endet dann mit einem sogenannten Wasserschlag und das ist auch das Ende des Motors. Ich bin ganz sicher, dass wir hier im Luftfilter eine ganze Menge Wasser haben. Ja, so ist es. Es bleibt jetzt gar nichts anderes übrig, als ein wenig zu warten, zu schauen, was an der elektrischen Anlage sonst noch in Mitleidenschaft gezogen wurde und dann eben sehr vorsichtig zu sein, wenn irgendwo schwerer Regen niederkam, wenn es dicke Pfützen oder gar Überschwemmungen gibt.
Auf einer Länge von 32 Metern blasen die Rotoren der Windmaschine Luft quer zur Fahrbahn. Luftgeschwindigkeit 100 Kilometer pro Stunde. Wagengeschwindigkeit die gleiche. Es gilt, die Seitenwindempfindlichkeit festzustellen. Es wird nicht gegengelenkt. Der Simca 1301 ist ganz offensichtlich kein Freund solcher Luftbewegungen. Er gibt seinem Unwillen über den hart zupackenden Wind deutlich Ausdruck. Abweichung vom ursprünglichen Kurs 4,10 Meter. Und das ist nicht gerade wenig. Der 1301 hat stundenlang gefroren. In der Kältekammer herrschen winterliche Temperaturen. Genauer gesagt 15 Grad minus. Es soll die Frage untersucht werden, ob der Wagen anspringt oder nicht. Er tut es klaglos und schnell. Der Motor erreicht seine Betriebstemperatur in einer vernünftigen Zeitspanne. Eine gute Heizung sorgt rasch für Behaglichkeit. Im Übrigen ist der Simca ein durchaus handliches Auto. Wir wollen auch nicht versäumen, die Übersichtlichkeit der Karosserie und eine gute Sicht zu erwähnen. Der Wendekreis mit 10,40 Metern entspricht dem guten Durchschnitt. Rufen wir uns noch einmal die wesentlichen Daten in Erinnerung. Beschleunigung von 0 auf 100, 17,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 151 Kilometer. Innengeräuschmessung 76 Pfund. Testverbrauch 12 Liter. Wendekreis 10,40 Meter. Windabweichung 4,10 Meter, Bremsweg 51,20 Meter. Preis ab Werk 7.200 Mark. Am Ende des Tests, meine Damen und Herren, steht der sichere Eindruck, dass es sich bei diesem Simca 1301 Spezial um ein Auto des Durchschnitts handelt. Er fasziniert nicht, er begeistert nicht. Es fällt mir nicht ein einziger Punkt ein, den man als überdurchschnittlich gut bezeichnen könnte. Aber von ein paar Kleinigkeiten abgesehen erinnern wir uns zum Beispiel an die Handbremse oder an die Lautstärke des Motors. Gibt es auch keine wirklich negativen Punkte. Und vielleicht liegt darin das Geheimnis dieses Fabrikats, dass es überall dort, wo man Positives oder Negatives registrieren kann, genau die Mitte hält. Ob es sich dabei um das Fahrverhalten dreht, um den Verbrauch, um die Leistung, um die Platzverhältnisse, das alles spielt gar keine Rolle. Nicht zuletzt aus diesem Grund wünschte man dem Simca etwas mehr Pfiff.